Hallo allerseits. Heute schauen wir uns mal eine andere Werkstatt an, und zwar das FabLab in München. Hier habe ich den Peter bei mir, der ist hier im FabLab aktiv und der möchte euch das eine oder andere zum Laserschneiden zeigen. Erste Frage an dich. Was ist das FabLab und was gibt es hier so zu tun und zu sehen? Das FabLab selber ist ein Verein, es ist eine Philosophie, es sind eigentlich zwei Dinge. Das FabLab in München selber als Organisation, wir sind in 2010 als zweites deutsches FabLab gegründet worden und das FabLab selber, die Grundphilosophie ist Make, Learn, Share. Das heißt, du machst es, du lernst was dabei und du teilst dieses Wissen. Und das ist auch der Grund, warum wir heute beieinander sind, weil ich ein bisschen was darüber erzählen will. Ich bin vor ein paar Jahren hierher gekommen, hatte eigentlich ein bisschen 3D-Drucken machen wollen, wusste noch nicht viel von dem FabLab selber, bin hier drin gestanden, wie kleines Kind an Weihnachten und habe gesagt, hier muss ich her. Habe dabei dann auch das Lasern entdeckt. Eigentlich hatte ich fräsen wollen, als ich dann in Rente gegangen bin, habe ich mir eine Stepcraft kaufen wollen, um Dinge für den Modellbau zu fräsen. Ist nichts draus geworden, weil ich gemerkt habe, mit dem Laser kann man viel einfacher, mit einer geringeren Lernkurve eigentlich auch wunderschöne Dinge machen und das ist das, was ich euch heute auch so ein bisschen zeigen will. Ich möchte mal damit anfangen, worum es eigentlich in der ganzen Angelegenheit geht. Ich habe zwei Dinge, die ich euch zeigen möchte als Ergebnis, um so ein bisschen Appetit zu machen. Das ist einmal, wenn man etwas mit dem Laser schneidet, dann kommt so etwas dabei raus. Das ist ein Anhänger, den ich konzipiert habe, nach Originalunterlagen und den ich gerne herstellen möchte. Das ist sozusagen dein Scratch-Bau-Projekt, ja. Nur eben ohne das im klassischen Scratch-Bauverfahren zu machen, wo man sich praktisch Teile daheim zurechtschneidet aus Plastikkarte, sondern du verwendest andere Materialien und eben dann den Laserschneider als Werkzeug. Genau, das ist im Grunde genommen der einzige Unterschied. Es geht grundsätzlich bei der ganzen Angelegenheit im Scratch-Bauen. Wir haben verschiedene Materialien, da komme ich gleich auch nochmal drauf. Schicken wir mal eins voraus. Die meisten Leute denken, sie haben eine Idee beim Scratch-Bauen und sie fangen als nächstes an zu zeichnen. Das ist der typische Weg, den habe ich früher auch gemacht. Wenn wir jetzt hier mit dem Laser etwas machen wollen, dann müssen wir uns ein bisschen mehr Gedanken darum machen. Ich muss mir zum Beispiel, ich habe meine Idee und ich möchte eigentlich mir überlegen, welches Werkzeug ich nehme. Wenn ich zum Beispiel, so wie du es eben angesprochen hast, hingehe und ich mache den typischen Plastiksheetbau, dann weiß ich, ich habe eigentlich nur ein Blatt Sheet, ich brauche was zum Ritzen, ich brauche ein Lineal und ich brauche eine gescheite Zeichnung. Das ist der typische Weg. Damit ist das Ganze nicht so aufwendig wie das, was ich jetzt hier gemacht habe. Wenn ich aber hingehe und sage, ich will etwas zum Beispiel mit einem anderen Werkzeug, mit einem Laser machen, dann ist der nächste Punkt, was ergibt sich aus der Notwendigkeit heraus, welches Material nehme ich. Davon hängt nämlich auch letztendlich ab, wie ich dann mit dem Material umgehe, was dabei rauskommt. Aus der Materialwahl, ich komme gleich nochmal auf das Material, aus der Materialwahl kommt auch das Konzept für das Objekt, was ich machen will. Dann erst kommt die Planung und wenn ich mit der Planung abgeschlossen habe, die Planung ist zum Beispiel, aus welchen Teilen besteht dieses Objekt? Ist das alles aus einem Material? Zum Beispiel der Trailer wird oben aus diesem Bristol-Karton sein, zu dem ich gleich noch was sage. Das Unterfahrgestell wird aus Resin-Teilen bestehen, die Räder und Reifen. Die Achsaufhängung wird gefrästes Polystyrol sein. Es werden geätzte Teile kommen für den hinteren Teil, wo die Beleuchtung dran ist. Und ich werde vorne noch, wo die Stütze und die Sandschuhe sind, werde ich auch wahrscheinlich Polystyrol nehmen. So. Daraus ergibt sich auch jetzt als nächstes, wie die Zeichnungen aufgebaut werden müssen und aus welchen Zeichnungsteilen das Ganze bestehen soll, was zeichne ich wie. Und erst dann komme ich zum letzten Punkt, nämlich dem tatsächlichen Machen. Das typische Material, was ich verwende, ist Bristol-Karton. Bristol-Karton ist ein besonders steifer Karton, der kommerziell auch zum Beispiel für starke Visitenkarten genutzt wird, für bestimmte hochwertige Boxen, wird im Architekturmodellbau eingesetzt und besteht eigentlich, das ist der Grund für seine Steifigkeit, aus 3 Schichten. Er hat eine Deckschicht, eine Bodenschicht und er hat eine leichte Faserschicht in der Mitte dazwischen und das Ganze wird entsprechend zusammengeklebt und gibt dem Karton dadurch
im Grunde genommen wie eine Tischlerplatte eine ziemlich hohe Steifigkeit. Das ist ein 0,1 mm Material, das ist 0,7er Material, es geht 0,5er Material, 0,35er, 0,18er Material. Das heißt, ich kann im Grunde genommen alles Mögliche damit realisieren und kann damit auch von der Stärke des Materials ziemlich dicht an das Original rankommen. Was mir da auch aufgefallen ist, jetzt so vom Anfassen her von dem Material, das fühlt sich wirklich an wie Plastikschied eigentlich. Ja. Von der Haptik her. Es ist auch eine sehr, sehr glatte Oberfläche, deswegen wird es zum Beispiel auch im Airbrush unter anderem als Grundlage für Airbrush-Zeichnungen hergenommen. Nicht für die ganz hochwertigen, aber es ist einfach ein sehr, sehr guter, auch radierbarer Untergrund. Grundsätzlich kann ich beim Laser aber verschiedenste Materialien nehmen. Hier haben wir ein Kästchen, wo lauter Beispiele drin sind. Das ist Acrylglas verspiegelt, sieht aus wie ganz normales Glas, ist aber mit einer Rückseite versehen und es ist echtes Acryl und kann damit gelasert werden. Das, was sehr viele Leute machen, das ist zum Beispiel hier Tischlerplatte oder was das allerbeliebteste ist, das ist MDF oder HDF. Es gibt auch auf YouTube findet man eine Reihe von Leuten, die also mit diesem Material arbeiten und auch sehr schöne Dinge damit herstellen. Es ist mir nur zu groß, für meine Zwecke ist es daher nicht so ganz gut geeignet. Es hat aber eine hohe Stabilität. Wir haben hier, nur um Beispiele zu zeigen, was man auch alles bearbeiten kann, wir haben hier verschiedene Sorten von Filz, wo ich im Moment keine Verwendung für habe, aber wo es andere wunderschöne Sachen gibt, die man eben dort mit dem Laser machen kann. Für unsere Zwecke ganz gut geeignet, auch wieder hier ein etwas dickerer Kunststoff, auch wieder ein Acryl, was dafür geeignet ist, rein weiß. Und dann kommt die Frage natürlich Polystyrol. Warum nimmst du kein Polystyrol? Polystyrol kann ich nicht so präzise und glatt schneiden, wie ich das jetzt hier mit dem Karton kann. Ich will euch ein Beispiel zeigen. Dieses hier ist ein Gitter. Das ist 0,5er Material und dieses Material ist Bristol-Karton auch wieder und den habe ich in der entsprechenden Art und Weise schneiden und dann anschließend auch bearbeiten können. Man kann mit dem Laser in der Präzision hochfeine Dinge machen. Auch das ist zum Beispiel ein Abdeckgitter eigentlich, was man normalerweise als Ätzteile herstellt. Abdeckgitter für Auspuff bei 1:24er Truckmodellen. Aber so sauber kann ich arbeiten, das kann ich in Polystyrol in der Feinheit nicht. Wo ist da eigentlich das Problem mit dem Polystyrol? Ist da irgendwie der Schmelzpunkt ein Problem oder die innere Textur? Ne, es schmilzt. Okay, das zerläuft einfach. Du hast geschmolzene Kanten und dadurch ist zum Beispiel das, was ich ja wirklich erreichen will, ich will hochpräzise Schnitte haben, ist damit nicht gewährleistet. Da will ich nochmal anfangen mit dem, was ich euch eben erzählt habe. Ich hatte eine Idee und die Idee war, ich wollte einen bestimmten Anhänger bauen. Dazu habe ich eine PDF-Datei vom Hersteller selber genommen. Heute kann man solche Dateien leider nicht mehr so viel kriegen. Die Hersteller sind etwas zögerlicher geworden, aber inzwischen, wenn man über ein paar Jahre schon gesammelt hat, hat man so das ein oder andere. Und das ist also die Originalzeichnung gewesen. Diese Zeichnung habe ich auch auf einem Bristol-Karton jetzt nicht geschnitten, sondern geritzt. Und damit bin ich bei den 3 hauptsächlichen Betriebsarten, die für mich wichtig sind. Ich schneide einmal. Das Schneiden ist das, was ihr hier gesehen habt. Ich ritze, das heißt, ich schneide den Karton an mit einer geringeren Leistung. Und dann komme ich in die 3. Betriebsart, nämlich das Gravieren. Und wenn ich über das Gravieren rede, dann springe ich mal, da werden wir nachher noch intensiver drauf eingehen. Das ist zum Beispiel etwas, was graviert worden ist. Dann hatte ich mich damals, wie gesagt, dafür entschieden. Das Werkzeug war dann der Laser, das Material war der Bristol-Karton und dann kam das Konzept und das ist das, wo ich ja vorhin schon von gesprochen habe, wie gehen wir damit um, was machen wir, was teilen wir auf. Und wenn ich dann irgendwann mal eine Zeichnung gemacht habe, eine fertige Zeichnung habe, dann sieht die zum Beispiel so aus. So, das nächste, was ich euch zeigen möchte, bisher haben wir hauptsächlich über das Schneiden gesprochen. Das, was ich euch zeigen möchte, ist die andere Funktion, die ich beim Lasern habe, die ich niemals in der Qualität mit dem Fräsen erreichen kann. Das ist das Gravieren. Ich brauche natürlich
für den Trailer auch ein Holzdeck. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt diesen Trailer in einer Metall-Holz-Kombination, das heißt der Rahmen des Fahrzeugs ist aus Stahl und oben ist eine Holzbeplankung drauf. Oder aber es gibt das gleiche, auch das Ganze nochmal mit einer Alu-Oberfläche genietet. Das sind die ersten Tests. Das hat mich dazu gebracht, mich intensiver mit dem Gravieren dann auch zu beschäftigen und bin dann etwas tiefer da eingesprungen. Da bin ich dann auf eine zweite Ecke gekommen, die mich eben sehr interessiert hat. Das ist das Diorama. Ich habe aus einem Papiermodell mal vor vielen Jahren die Idee gehabt, mir daraus ein Diorama in 1:24 zu bauen. Wegen der Ziegelstruktur sah es nicht besonders toll aus. Wenn man die Sachen hochzieht, sieht man dann recht deutlich dann auch schon, dass eigentlich die Fugen nichts taugen. Und dann ist das Ganze wieder in die Ecke gelegt worden und ja, habe ich nicht weiter verfolgt. Als ich dann neulich mal die Idee hatte, mit Fotos zu arbeiten und etwas zu gravieren, bin ich dazu gekommen, dass ich eine wunderschöne Oberfläche bekomme, wenn ich tatsächlich die Fugen rausgraviere. Das ist deswegen so weiß, weil ich da mit einer Grundierung schon drüber gegangen bin, um das Material etwas nachzuarbeiten. Hier, wie gesagt, das Mauerwerk, das Ganze muss man sich so vorstellen. Hier ist die Warenanlieferung, hier ist die Rampe, die Tür, die reingeht, da unten noch eine weitere Tür. Ja, und wenn man mal mit irgendwas anfängt, dann hört es nicht auf. Dann bin ich noch weitergegangen und habe ein paar andere Materialien mir noch angeschaut, habe mir noch Bilder runtergeladen zum Gravieren. Hier ist eine Holzstruktur, eine Holzplanke, eine Holzwand ist das, die auch wieder, wenn man mit dem Finger drüber geht, realistischer nicht sein könnte. Hier habe ich eine zerstörte Betonoberfläche, die auch entsprechend rau ist. Und hier habe ich Türen, Teile von alten Gebäuden, die hochgradig realistisch sind, die man dann in der Nahaufnahme noch ein bisschen besser sehen kann. Das Ganze macht Spaß, hat allerdings einen Nachteil gehabt jetzt. Es hat mich etwas vom Trailer abgehalten. Die Zeit, die ich jetzt dafür aufgewendet habe, muss ich jetzt wieder aufholen. Und als Hinweis noch, auch wenn es im Abspann wahrscheinlich nochmal kommen wird, Michi hatte in seiner letzten Sendung schon angedeutet, wo wir das nächste Mal sein werden. Wenn ihr euch diese Teile in echt angucken wollt, selber mit den Fingern mal drüber gehen wollt, kommt nach Ried oder aber in Lingen, werden wir auch wieder sein und die Sachen hinstellen und definitiv bei unserer Ausstellung im Herbst, bei unserer PMV-Ausstellung in Hornstetten, werde ich noch ein bisschen was dazu erzählen und wie gesagt, ihr könnt euch alles im Original dann angucken und anfassen. Fangen wir aber mit der Software selber an. Das, was für die meisten Lasercutter typisch ist, ist, dass sie vorne als Zeichenoberfläche für die Input-Herstellung das Programm CorelDRAW verwenden. Kann übrigens auch dieses CorelDRAW Home and Student verwendet werden, was etwas erheblich preisgünstiger ist als die Vollversion. Und mit diesem wird dann gearbeitet. Die dort gezeichneten Linien, da komme ich gleich nochmal drauf, werden dann vom Laser dann in seine entsprechenden Arbeitsbefehle umgesetzt. Der Vorteil von CorelDRAW ist, die meisten Laser, so zum Beispiel die beiden, die wir hier haben, der Zing und der Trotec Speedy, sind Geräte, wo Druckertreiber vorhanden sind. Das heißt, ich muss mich nicht um irgendetwas kümmern, wie ein Tintenspritzer oder ein Laserdrucker kann diese Geräte dann daran an die Zeichenoberfläche angehängt werden. Hier auf dem Bild zu sehen, jetzt die CorelDRAW-Oberfläche. Hier haben wir die wesentlichen Dinge. Wir fangen immer mit einem leeren Blatt an und wir haben dann einen Test und das ist der entscheidende Punkt, das ist, wo ich viel gelernt habe. Das ist eigentlich meine Hauptzeichnung, die ist A0. Früher habe ich Einzelzeichnungen verwendet. Da hat es in den Maßketten dann Probleme gegeben und was jetzt gemacht wird, was ich jetzt mache, ich habe alles in einer Zeichnung, das ist die große Zeichnung hier unten und aus dieser Zeichnung werden dann die Einzelteile abgeleitet und werden dann rüber kopiert in andere
Zeichnungsteile, wobei diese Zeichnungsteile dann die Vorstufe zum Cutten sind. Das, was ich euch vorhin gezeigt habe, das ist jetzt die andere Geschichte, das Gravieren, das sind die Inputdateien für das Gravieren, die auf den Laser draufgeschickt werden. Der Laser hat noch eine spezielle Funktion, mit der man Reliefs etwas stärker herausarbeiten kann. Diese beiden Dateien habt ihr gesehen, da sind eben auch Detailaufnahmen von gemacht worden. So sieht es aus, so wird es dann auf den Laser rübergeschickt. Und damit haben wir eigentlich den Input-Teil abgeschlossen. So, nachdem wir jetzt eine ganze Weile über die Hintergründe gesprochen haben, ein paar grundlegende Dinge auch, wie die Zeichnungen erstellt werden, jetzt gehen wir mal zum Gerät, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Herstellen. Und ich hatte ja schon gesagt, wir haben hier zwei Geräte. Wir haben hier auf der rechten Seite das große Gerät, ist mein Lieblingsgerät, mit dem ich am meisten arbeite, weil es eine hohe Leistung hat. Es hat 120 Watt Leistung, hat eine sehr große Arbeitsoberfläche, 80 auf 50 Zentimeter. Die hat das kleinere Gerät da hinten nicht, das ist ein Zing, der 40 Watt Leistung hat und eine Arbeitsfläche, die ungefähr 2/3 so groß ist wie die von dem Speedy. Das ist ein Protex Speedy 360 hier rechts und mit dem werde ich euch die nächsten Dinge zeigen. Der eine oder andere fragt sich auch, wenn er das jetzt gesehen hat, ja, sowas will ich zu Hause auch haben. Zu Hause auch haben heißt aber nicht, und da muss ich euch ganz klar verwarnen, kauft euch bitte keine China-Kracher, die es bei Amazon oder bei wem auch Alibaba oder sonst irgendwo gibt für 300 €, wo drauf steht Lasergravierer. Das sind kleine Geräte, die überhaupt keine Schutzfunktion haben und wenn euch eure Gesundheit lieb ist, solltet ihr wirklich die Finger davon lassen. Es gibt zwei Dinge, die massiv passieren können. Die Geräte haben keinerlei Abschirmung gegen den Laserstrahl. Der Laserstrahl, was ihr gleich sehen werdet, verbrennt nicht nur Papier. Wenn dieser Laserstrahl irgendwo bei den Geräten abgelenkt wird, trotz der niedrigeren Leistung, ihr könnt euch eure Augen beschädigen oder auch andere Dinge durch eine Reflexion, die plötzlich da ist. Das, was bei den richtigen Geräten eigentlich überhaupt nicht passieren kann, weil dort entsprechende Sicherheitsvorrichtungen da sind. Das andere, ihr habt keine Absaugung. Das, was beim Lasern passiert ist, es wird Material verbrannt. Und jeder, der sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, weiß, dass verbranntes Material in die Lunge reingeht und in der Lunge ist es nicht so ganz willkommen. Ihr könnt euch massive Schäden dadurch ziehen. Eine Laseranlage ohne Abluft hat meines Erachtens der Teufel gesehen. Was gerade noch geht, es gibt größere, teure Geräte, wo ein Abluftrüssel dranhängt, der dann nicht durch den Coolefilter durchgeht, was eigentlich sein sollte, sondern der nach draußen ins Freie pustet. Wenn ihr sicherstellen könnt, dass davon niemand was abkriegt, auch ihr nicht, wenn es Durchzug gibt oder sonst irgendwas, dann ja, aber ansonsten passt bitte auf. Sicherheit ist bei diesen Geräten das A und O. So, jetzt werden wir anfangen mit dem richtigen, tatsächlichen Arbeiten, was ich bereits gemacht habe. Ich habe eine Platte draufgelegt, mit der ich arbeiten möchte. Der Druckertreiber hat jetzt das Gerät dahinter erkannt. Jetzt wird die Hardware selber initiiert. Das heißt, ihr seht, dass der Laserkopf sich bewegt hat, er ist frei beweglich. Und jetzt müssen wir nur noch die Platte wieder hochfahren. Aus dem einfachen Grund, wenn ich cutte, muss ich eine optimale Entfernung haben, damit der Laserstrahl an der Stelle seine größte Leistung hat und dort gebündelt wird. Dazu muss ich jetzt ein Abstandselement einfügen. Hänge das hier dran. Und fahre die ganze Platte jetzt weiter nach oben. Das muss ich immer machen, unabhängig davon, welches Material ich verwende, weil jetzt ist in Abhängigkeit von der Brennweite, die die Linse in den Kopf hat, der Strahl so gebündelt, dass er hier an der Stelle seine optimale Leistung entwickelt.
Jetzt positionieren wir noch, das ist das andere, was noch wichtig ist, wir positionieren jetzt, und das sehen wir an dem roten Punkt, die Stelle, wo wir anfangen wollen zu schneiden. So, das, was ihr jetzt hier seht, ist die zweite Oberfläche, das zweite Programm, mit dem wir arbeiten. Das erste Programm, mit dem wir gearbeitet haben, ist das Zeichenprogramm. Das ist Corel Draw, mit dem wir, ihr seht hier unten die Fenster, die alle offen sind. So, und das hier ist jetzt unser Programm, was zu dem Laser dazugehört und von dem aus dann tatsächlich das Schneiden erfolgt. Um das jetzt zu machen, verbinde ich noch die Software mit dem Laser. Dass eine Verbindung erfolgreich war, kann ich daran sehen, dass die Piepserei aufgehört hat, dass hier unten das Bereitzeichen zu sehen ist und hier auch zu sehen ist, wo der Laser gerade anfangen würde zu schneiden. Das, was eben der rote Punkt gewesen ist. Um das jetzt einmal zu zeigen, gehe ich wieder hier auf meine Zeichnungen und ich wähle mir jetzt hier einfach mal ein paar Träger aus, die ich schneiden will. Dazu erzeuge ich einen Druckjob, so als hätte ich einen ganz normalen Drucker hinten dran. Gehe auf den Lasertreiber, wähle mir hier unten, weil ich nicht alles schneiden will, sondern nur einen bestimmten Teil, diese Auswahl, die wir hier haben. Und ich gehe hier oben rein und schaue mir meine Grundparameter an. Die Grundparameter sind die Größe, hier kommt das Material, was ich abgespeichert habe, das ist meine Kurzbezeichnung, hier ist das Material, hier sind die Parameter dazu und hier ist die Prozessart. Die anderen Dinge sind im Moment nicht so wichtig, was noch gut ist, optimierte Geometrien und innenliegende Geometrien zuerst, heißt eigentlich nur, er schneidet von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Das heißt, in dem Falle könnte dann eben die Positionierung nicht sauber sein. Hier könnte, wenn ich zu außen zuerst schneide, könnte ich dann etwas verwackeln. Jetzt und schneiden. So, ich schicke das Ganze jetzt an den Treiber, habe den vorbereitet und jetzt schicke ich es endgültig los. Rechts oben muss jetzt der Job kommen, den ich vorbereitet habe. Der ist hier zu sehen. Hier unten rechts im Bild sehe ich einen kurzen Ausschnitt von dem, was ich da gezeichnet habe. Und jetzt ziehe ich einfach das, was ich da habe, hier rüber. Hier wird mir angezeigt, wie lange das Ganze dauern würde. Und das starten wir jetzt mal. So, um jetzt nochmal die 3 Parameter zu zeigen, wie das ausschaut, wenn ich jetzt sowohl schneide, wie auch ritze, wie auch graviere, zeige ich euch mal ein ganz kleines Teil, was man damit auch machen kann. Um zu zeigen, was jetzt passiert ist, hier kann man recht deutlich sehen, die Teile sind rausgeschnitten worden, die anderen, sogar die ganz kleinen Teile sind richtig raus. Hier hat es nicht ganz funktioniert, hier war die Leistung noch nicht hoch genug. Nachdem die Leistung jetzt korrigiert worden ist, kann man sehen, auch diese kleinen Teile sind ganz, ganz sauber herzustellen.
Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, war sehr interessant. Euch auch. Ich habe viel erzählt. Ich weiß nicht, ob es zu viel war, aber es ist richtig interessant. Und vielleicht habt ihr auch gesehen, dass man eine ganze Menge damit machen kann. Ganz zu Ende sind wir noch nicht. Es gibt noch mehr Sachen. Was wir auf jeden Fall aber tun, wir schieben die Grenze von dem, was wir jetzt machen können, wieder ein Stückchen raus. Richtig. Firmen haben gelasert bisher, Laserhäuschen gebaut. Jetzt können wir es selber machen. Und wenn ihr das selber machen wollt, guckt, wo ein FabLab ist. Geht ins Wiki rein. In ganz Deutschland gibt es FabLabs. Und dort findet ihr diese Geräte zum größten Teil. Wenn ihr Fragen habt, ihr erreicht Michi und dann erreicht er mich. Und wie gesagt, wir sehen uns gegebenenfalls bei uns in Hornstetten, in Ried oder in Lingen. Danke. Ja, gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns das alles näher bringen konntest. Vor allem deine persönliche Expertise ist ja da interessant. Jeder weiß natürlich, dass es so Laserschneider gibt oder 3D-Drucker und so weiter. Aber wie ist das jetzt konkret in der Anwendung? Was du persönlich daraus machst, hat mich da besonders interessiert. Wie da die Umsetzung ist mit deinem LKW-Trailer da. Und bin mal gespannt, das zu sehen in den nächsten Monaten und Jahren oder wie lange auch es immer dauern sollte, bis das Teil mal fertig ist. Ja, das ist richtig. Ich kenne das nämlich schon relativ lange, diesen Trailer. Und es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie der so peu à peu, sage ich mal, weiter wächst. Und du nimmst ihn ja auch immer mit zu Ausstellungen. Und Leute, die da hingehen, sehen auch jedes Jahr wieder, was dazu kommt. Auch die Dinge, die nicht funktionieren, bringst du ja manchmal mit, dass man eben sieht, was ist der Fehler, wie macht man es richtig und so weiter. Also finde ich eine tolle Sache. Dankeschön. So, ihr wisst also Bescheid. Das FabLab in München ist eine interessante Anlaufstelle für euch. Hier kann man auch noch andere Dinge tun. Zum Beispiel über 3D-Druck haben wir jetzt eigentlich gar nicht gesprochen. Man kann hier auch Holz bearbeiten oder auch Metalle. Verschiedenes. Man kann auch T-Shirts selber gestalten und drucken. Hier gibt es allerlei Interessantes für viele Geschmäcker. Ja, soweit so gut. Gut, dann sehen wir uns sowieso bald wieder und vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hamika Barkas.